Hallo. Hallo. Rituale. Dinge, die man tut, bevor man Dinge tut. Ne? Ja. Ist das Thema heute. Piranhas, ne? Wisst ihr ja. So, wir Gamer sind besondere, bekloppte Menschen und beschäftigen uns viel mit fiktiven Dingen. Mit Dingen, die es überhaupt nicht gibt. Also sind wir halt ein bisschen, ne? Für Menschen, die das nicht tun, die keine Gamer sind, wirken wir Freaks vielleicht wie eine Sekte oder Okkultisten oder so, vielleicht schlimmstenfalls. Ich will das übertrieben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und zu einem richtigen Kult gehört dann auch so typische Rituale, so, ne? Also mit um 12 Uhr nachts irgendwie seine Warze am Grabstein reiben und die Katze also, ne, so. Weiß man ja nicht, kann man ja sich ausdenken, aber es gibt bestimmt Leute, die haben ziemlich verrückte Rituale, so, ne? Wer weiß, was da jetzt schon wieder bei rauskommt. Wer weiß, was da wieder mal rauskommt, ne? Das ist halt die. Deswegen haben wir weniger als 400 Leute, auch weniger als 100 Leute gefragt, hast du bestimmte verrückte Rituale, bevor du zockst? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, total. Also zum einen habe ich immer die Schuhe aus. Meistens zocke ich sogar barfuß, ist mir letztens erst aufgefallen. Also ich glaube, ich werde alt und skurril. Und dann muss ich immer Süßigkeiten um mich herum stehen haben. Also bevor ich zocke, sorge ich in jedem Fall für eine gute und möglichst unterbrechungsfreie Versorgung mit Snacks und Getränken. Es gibt nicht viel Unangenehmeres, als währenddessen nochmal loszumüssen, was dann allerdings höchstens passiert, wenn man von den Getränken dann irgendwann zu viel hatte und die wegbringen muss. Und da ist es tatsächlich auch häufig so, dass ich dann relativ schnell unterwegs bin. Es ist sehr beeindruckend, wie schnell man irgendwie seine Geschäfte erledigen muss, wenn keine Zeit dafür da ist. Auf jeden Fall. Zum Beispiel den Stream anmachen. Alleine zocke ich tatsächlich fast gar nicht mehr, weil das eh schon viel Zeit in Anspruch nimmt. Nee, gar nicht, tatsächlich. Ich achte manisch darauf, dass der Controller geladen ist im Übermaß. Ansonsten hoffentlich keine seltsamen Rituale. Gute Frage. Ansonsten, ich glaube, ich habe früher oft in der Nase gepopelt während des Spielens. Das habe ich mir echt versucht, bewusst abzugewöhnen. Das ist einfach echt nicht so schön, finde ich. Ich lieg auf dem Sofa in einer sehr komischen Position, und zwar so. Ich glaube, das ist mein einziges Gaming-Ritual. Sonst kann ich dazu auch tatsächlich auch nicht so viel beitragen. Tja, also ich würde mal sagen, so Rituale kann man einteilen in zwei unterschiedliche Kategorien. Einmal die, während man spielt, und einmal bei der Vorbereitung. Fangen wir mal mit der Vorbereitung an. Ja? Wie sieht das denn so aus bei dir? Wie sind deine Rituale, was machst du, bevor du zockst? Das hat sich stark gewandelt, tatsächlich, in letzter Zeit. Ja? Weil ich mittlerweile meistens zocke, wenn ich streame und vorher nicht. Ja. Das heißt, ich habe schon mal was anderes an und die Haare sehen anders aus. In der Regel. Ne? Moment, bevor ich zock, muss ich erstmal noch die Lockenwickler. Ja, das ist richtig, ja. Ja, vorher einfach Bollerbuchs. Ja. Also okay, mehr so die Björn-Style. Die Genau. habe ich auch jetzt immer noch an, aber das Oberteil ist ein anderes, ja. Ne, sondern schon mal Schlafklamotten irgendwie und vor den PC gelümmelt. Und jetzt ist es dann so, dann lasse ich doch lieber den Pullover noch an, ja. Ja. Und richte noch mal kurz irgendwie die Strähnen nach rechts, bevor ich dann, ne, das ist das eine. Also wie ich aussehe, sieht anders aus. Das zweite ist, ich muss jedes Mal auf und wieder abbauen, weil ich wenn ich den Scheiß auf dem Wohnzimmertisch mache, habe ich zum Beispiel keine Lampe, die immer da ist. Also muss ich erst die Lampe holen und die aufbauen und so und dann wieder abbauen, wenn das Ding fertig ist. Das sind so Sachen, die dazugehören mittlerweile. Und ich habe jedes Mal Probleme mit meinem Mikro. Das muss ich jedes Mal wieder neu einstellen. Ist halt so, ist halt Technik. Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist genauso wie dieses obligatorische Windows-Update, ne? Du willst es nicht, aber es kommt trotzdem. Und, naja, solche Dinge. Das nächste ist, Ja. weil ich ja auch nicht ständig wieder aufstehen will, wenn ich einmal sitze, brauche ich auf jeden Fall was zu trinken. Ja, du trinkst selten. Und zu wenig. Ne? Ich bemühe mich. Ist doch mal gut, wenn ich dir was da hinstelle. Ne? Komm, ich mach dir das Glas nochmal voll. Ja, Danke. nee, geht nicht, ich hab nichts mehr. Ja. Alle. Schon. Schon verkackt. Nee, okay, gut. Und am allerliebsten hätte ich auch noch was zu knabbern. Machst du das dann auch immer?
Das heißt, bevor du zockst, hast du dann auch alles am Start, so Knabberzeug und so? Hab ich, aber Ja? weil ich ja nicht während des Streams essen will, ist Ja. das dann meistens so, ich mach das an, Ja? stopf mir die Schoki in den Mund, Aha. esse das ganz schnell und dann mache ich den Bildschirm an. Damit die Leute nicht sehen, wenn du die Kamera anmachst, dass du Schokolade dir rein. Genau, ab und zu, wenn ich denke, es stört jetzt gerade nicht, schiebe ich mir ein Stück in den Mund. Und ich habe mir angewöhnt, mittlerweile Sachen daneben zu legen, die nicht laut sind. Das heißt, ich würde zum Beispiel gerne ab und zu mal Chips essen, aber ich streame nicht, während ich Chips esse, weil ich dann die ganze Zeit ins Mikro crunche. Und deswegen lege ich da meistens Schokolade hin, weil die kann ich auch lutschen. Gut, das sind Rituale der Vorbereitung, so, ne? Also wenn man sich jetzt mal, okay, ich meine, klassisch, ne? So ist so, Rechner an oder die Konsole anmachen, klar. Spiel installieren, auch klar. Zimmer abdunkeln vielleicht. Mache ich immer gerne. Ja, ein bisschen So. Licht austarieren ist nicht schlecht. Ja, weil wir sitzen direkt vor so einem Fenster und dann ist doof, ne? Man möchte ja schon irgendwie rein ins Geschehen und dann stört alles, was drumherum ist. Gibt ja, hier, der Harry hat sich jetzt ein Dings gekauft, so ein Fernseher mit Ambilight. Ne? Ach, cool. Ja, ist auch cool so, ne? Da hast du also sozusagen das Geschehen direkt im Wohnzimmer. Das finde ich schon ziemlich... Habt ihr sowas? Ist das cool? Keine Ahnung. Ich hätte es gern. Ja, echt? Mhm. Kann man, also unser Fernseher, das ist ja jetzt, ne, wie unser Ja, Kumpel also- Olli sagen würde, das ist der letzte Fernseher, den ich mir jetzt kaufe, weil er so teuer war. Mehr kann ich mir nicht. Ja, es lohnt sich einfach leisten. nicht, jetzt einen neuen Fernseher zu kaufen, weil das Ding ist cool. Ja. Aber mit Ambilight wäre es noch cooler. Ja, gibt es nicht so was Ambilight simuliert? Kann man das nicht irgendwie? Die ich Box das- da hinten. So eine Lichtbox oder so? Gibt's doch alles. Hab ich doch schon mal irgendwie gelesen. Ja, Keine du Ahnung. kannst das komplette... Ja? Es gibt Okay. ja auch irgendwie diese Tastaturen und Kopfhörer und die blinkende Maus und da gibt's bestimmt auch irgendwie Ja. was du dir in die Ecke stellen kannst. Stimmt, cool. Ja gut, früher ne, habe ich zur Vorbereitung tatsächlich mir die Komplettlösung dazugelegt. Da lag immer die Komplettlösung von irgendeinem Adventure, keine Ahnung, so, ne, immer daneben. Weil ich genau wusste, ne, gab ja noch kein Internet, wir hatten ja nichts damals in den 90er. Ja, ist so. Ne? Ja. Ja, Getränke, Knabberzeug, ganz klar. Hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Knabberzeug nicht, aber was zu trinken, ja. Nee, ich meine die Komplettlösung. Doch, klar. Knabberzeug, klar. Doch, ach, Adventure. Weißt du, das ist schon... Also bei Adventure, ich habe gerade was sowas angeht, immer eine sehr... ich möchte gerne, dass das Spiel weitergeht. Ich möchte mich beschäftigen. Und wenn ich dann an einer Stelle stehe und dann eine Stunde drüber nachdenken muss, dass ich irgendwie weiterkomme und dann irgendwie Frudel da, das finde ich langweilig. Fand ich immer schon irgendwie blöd. Da möchte ich lieber in der Gegend rumdödeln. Auch guck mal, da ein Blümchen. Das ist, glaube ich, irgendwie cooler. Dann hast du dir schon so eine Komplettlösung gekauft mit dem Spiel? Kaufen konnte man die damals nicht. Die waren irgendwie in so Heften drin. So diese typischen bei PC Player oder diese grünen, ach guck mal hier, das Spiel, das wollte ich mir auch mal angucken. Und dann hatte ich so eine Kladde, ne, wo die ganzen Komplettlösungen drin sind, die dann irgendwann in den Tonner gewandert sind, als es Internet gab, ja. Okay. Da konntest du bei komplettlösung.de oder Gameswelt oder was auch immer, keine Ahnung, die Spiele-Tipps.de und so weiter, konnte man sich diese Dinger dann ja runterladen und so, ne, als PDF und so. Konnte man sich ausdrucken, dann macht man heute nicht mehr. Nee. So, ne, guckst du mal einmal nach. Mittlerweile guckt man ja auch Im Handy. ja, Wie geht das Handy. Ne, so während das, ne, alles eingerichtet ist für den Stream, ne, will man ja auch den Rechner dann nicht mehr irgendwie. Ja, spezielle Klamotten anziehen, Socken, Schuhe, Handschuhe, Schlappanzug. Was macht ihr denn so? Ne? Bereitet ihr euch irgendwie vor, so Kampfanzug, so Helme auf und so? Weil jetzt machen wir Diablo platt oder wie läuft das bei euch? Wird spannend zu wissen. Ja, wir haben einen Kumpel, der sieht wirklich immer schick aus, ne, wenn er solche passende Spiele spielt. Ne, hier der Jan. Mhm. Ne, wenn er zum Beispiel irgendwie dann irgendwo bei Elder Scrolls durch die Gegend irgendwie, dann sieht er aus wie sein Charakter. Ja, das stimmt. Finde ich. Aber dann ist die Figur, sieht aus. Ja, Ja, beides so ein bisschen. vielleicht auch Decke über die Knie oder sowas. Ne? Die kleinen Sachen. Schön irgendwie. muckelig. Ja. Stream vorbereiten, hast du ja gerade schon erzählt. Im Sommer die Füße ins Fußbad. Mit so einem. Ne, ach, komm, das kommt Blödsinn, ehrlich. Wenn man das kühlt. Ja? Ja. Also ich sitze auf der Couch, tatsächlich mit Decke über die Füße, so über die Dings, ne? Und dann irgendwie so, dann habe ich den Controller, meistens auf seitwärts, so sitze ich. Ja, gut, du Ja. lümmelst ja auch da rum. Ich bin der Lümmel. Der Lümmel auf der letzten Bank, ey. Ja, und was ist währenddessen? Essen, trinken haben wir gesagt. Ne?
Rauchen. Raucherpausen? Raucherpause, ja, aber du machst heute Raucherpause, weil wir drinnen nicht mehr rauchen. Aber ich kann mich dran erinnern, ne, gehört ja auch zu Rituale, ne, ist so eine Art verwandt. Damals gab es eine Zeit, da haben die Leute sogar im Bett geraucht. Die Leute, ich hab im Bett geraucht. Ekelhaft. Widerlich. Ja. Ja, würde ich heute auch nicht mehr so, ich finde, es ist halt ekel. Aber ich meine, ich rauche ja nicht mehr, ich dampf ja immerhin, ne, seit unserer unsere Tochter, also die Kleine irgendwie am Start ist, dampfe ich nur noch. Mhm. Und ja, Aschenbecher-Chaos, ne? Wenn man einmal da sitzt und am Zocken ist und so und dann irgendwie die Fluppe drin hat, er dann auf die Tastatur und es war schon ekelhaft, ne? Und dann hat man das Ding dann irgendwie, dann muss man das schnell loswerden, weil der Raid geht gleich weiter und Zeugs, ne? Dann hat man so Flaschen gehabt, ne? Also so Glasflaschen und dann hat man seine, kennt ihr das noch? Ist das nicht eigentlich voll das Klischee, ne? Aber es war so, ja. So Gaming, so voll unterste Schublade, Chips, Cola, Fluppe, Ja, was Asche. denn? Das ist Freizeit. Da will ich Stinkeflasche. Mensch, da will ich sein. Ich meine, da raucht man dann halt, ne? Oder? Oder nicht? Lang ist's her. Ja, heute nicht mehr, ne? Wie gesagt, ich dampfe, aber ich dampfe aber auch, ne? So. Das ist schon, das gehört irgendwie dazu, keine Ahnung. Ne? Also ich rauche nicht mehr im Haus. Ne, rauchst im Haus nicht mehr, ne? Nee. Das stimmt. Würde ich auch nie wieder machen. Nee. Weil das eigentlich total ekelig Das ist Kacke, ja. Mhm. Ne, wenn wir jetzt irgendwie bei einer Silvesterparty waren, da haben wir beim Olli in der Bude geraucht. Mhm. Ne, also haben geraucht so. Ich jetzt nicht, aber alle anderen. Dann am nächsten Tag die Klamotten und alles war schon Kacke, ne? Ja, machst du einmal, alles stinkt. Ja. Das ist wirklich extrem. Hat man damals gar nicht so gemerkt. Nee. Aber heutzutage ist das tatsächlich im Zeitgeist kaum noch der Fall. Ein Kumpel Ne? von uns hat WoW gespielt, ne? Und dann hatte der so einen Aschenbecher. Und dann hat er seine Fluppe da. Und dann hat er seine Fluppe da. Irgendwann hat er den so weißt du, ne? Ach, Kerl, ey. Widerliches Ritual. Das ist wirklich widerlich. Das ist wirklich Ne? widerlich. Verqualmte Bude und Kopfschmerzen braucht kein Mensch. Nee. Ja, obligatorische Pinkelpause. Ja, Gehört auch zu den Ritualen. wenn man es nicht vermeiden kann. Beine vertreten, wenn der Rücken mal wieder streikt oder so. Gibt's ja auch, ne? Mhm. Komm, ich gebe mir mal ein bisschen die Beine vertreten. Eigentlich selten, ne? Oder? Mhm. Macht man das? Während des Zockens kommt, ich gehe mal ein bisschen auf und ab. 100 Schritte laufen oder so. Hm. Muss man vielleicht irgendwie sein Knuffeltier tätscheln oder so, damit man mehr Glück hat oder was? Glücksbringer ist auch interessant. Ja. Hat heutzutage noch einer Glücksbringer? Oder Maskottchen oder sowas? Ne, das Gaming-Maskottchen. Wäre irgendwie schon niedlich, ne? Letztens hat einer reingeschrieben, so, oh, der ist so schön irgendwie, wo kriegt man den wohl her? Ne? Das ist ein Unikat. Dazu fällt mir John Rambo ein irgendwie. Hast du nicht vielleicht einen Glücksbringer? Sagt die zu ihm irgendwie und er sagt, naja, vielleicht das hier und sein Messer. Glücksbringer. Ja, das Kommt auf die Perspektive an. kommt auf die Perspektive an, ja. Powernapping bei WLAN-Marathon, ne? Das kennen wir ja auch alle. Das war ja auch so Rituale, ne? Komm, ich spiele mal 8 Stunden und danach penne ich mal wieder 2. Mhm. Ne? Du hast WLAN, ich sag mal WLAN. LAN-Partys, ne? Hast du nicht mitgemacht, aber das war schon, wenn man sich so am Wochenende mal getroffen hat, hat man seinen fetten Rechner irgendwo hingeschleppt, so, und dann war das ganze Wochenende halt zocken. Und ja, dann gehört halt zu den Ritualen die Dinge, die wir gerade alle aufgezählt haben und tatsächlich irgendwie in einer Matratze in der Ecke irgendwo unterm Tisch sich zusammen so. Pizza bestellen beim schlechtesten Pizzabäcker der Stadt. Ja, weil das schneller geht, ne? Mhm. Oder? Weil der um die Ecke ist. Ja. Ja, funktioniert. Mhm. Ja, krass, ey. Ja. Oder wir haben ja damals in der WG gewohnt, ne? Da waren wir ja alle, also nicht alle, aber einige Piranhas waren Ich halt, nicht. du nicht, wohnten in der WG. Und da haben wir auch so eine LAN, also ein Netzwerk aufgebaut. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie Age of Empires gezockt und so. Wenn mal so eine Runde vorbei war, dann war dieses obligatorische Meeting auf dem Flur. Das heißt, jeder kam aus seinem Raum und dann haben wir uns dann dahingestellt mit unserer Kaffeetasse und so. Und dann haben wir darüber sinniert, was jetzt alles irgendwie cool gelaufen ist und was nicht und so. Und dann kam dann die nächste Runde. Alle einmal pinkeln und zack. Und das war so ein Ritual. Ja, das war auch ziemlich witzig. Cool eigentlich. Ja, das war cool. Ja, das war ziemlich cool. Ja, erzählt mal von euren Ritualen. Würde uns echt brennend interessieren, ob ihr irgendwie was Besonderes macht irgendwie. Mal gucken, was mal rauskommt. Bam! So. Hast du eine Community-Frage? Ja.
War ich schon zu schnell hier. Ja, super. Mich würde interessieren, wie ihr das mit der KI handhabt. Mir ist in Elex des Öfteren aufgefallen, dass Kreaturen, die sich begegnen, angefangen haben, sich zu bekämpfen. Andere wiederum laufen einfach aneinander vorbei, ohne sich zu attackieren. Wie funktioniert denn sowas? Und das ist eine Ich finde dich lecker Tabelle. Es gibt Monster, die finden andere lecker und Monster, die finden andere eben nicht lecker. So. Und da gibt's halt eine Monster-Monster-Tabelle. Das heißt, das Monster hier, ne, alle aufgezählt und hier alle Monster aufgezählt. Und dann wird dann halt geguckt, guckt die AI halt irgendwie, finde ich dich toll oder finde ich dich nicht gut. Greife ich dich an oder greife ich dich nicht an? Das ist eigentlich eine ganz triviale Sache. Ne? Und dann wird dann so ein Beutetier, Prey halt, ne, irgendwie als solches erkannt und wird dann angegriffen. Ne? Und das andere wehrt sich dann meistens nur. Das heißt, es gibt immer einen Angreifer und ein Opfer und so wird das gemacht. Ja. Bei der Verteilung der Monster irgendwie kann man da noch so ein bisschen darauf achten. Das heißt, das Monster hat normale Bewegungsabläufe, aber auch ein TA, den du denen geben kannst. Das Tagesablauf. Heißt, genau, einen Tagesablauf. Das heißt, du kannst ihm sagen, so, du bist jetzt hier und nachher lauf mal hier hin. Und nachher lauf mal hier hin. Und dann lauf wieder zurück. Und dann kannst du jemand anders, also ein anderes Monster zum Beispiel, irgendwie da reinlaufen lassen. Ne? Und dann gibt es so Zufallsbegegnungen und die kannst du so ein Stück weit dadurch steuern, wie oder ob sich Monster begegnen können in ihrem Radius oder tendenziell eher nicht. Ne? Jetzt kannst du auch noch als Spieler das beeinflussen. Das heißt, du kannst irgendwie Monster irgendwo hinlocken. Irgendwo hinlocken, weil es dich verfolgt, ne? Und dann ist da ein anderes Monster irgendwie und dann kannst du es auch noch ein bisschen beeinflussen. Aber durch diese normalen Tagesabläufe kannst du auch solche Begegnungen beeinflussen. Ja. Ja. Spannende Frage, gerade KI. Gut, dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Byten TV. Bis dann. Macht's gut. Tada! So. So.